Hi, ich bin Felix und ich studiere im 5. Semester Kommunikationsdesign und heute nehme ich euch mal einen Tag mit an die HTW. Also, auf geht's! Was ist eigentlich Kommunikationsdesign? Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Es kommt der gleiche Wikipedia-Artikel wie bei Grafikdesign. Und klar, das ergibt irgendwie Sinn. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass Kommunikationsdesign noch ein bisschen mehr ist vielleicht. Weil man sich auch ein bisschen anschaut, was liegt eigentlich dahinter. Wie guckt man am besten, was Leute anspricht. Aber es ist halt auch, viele unterschiedliche Disziplinen werden zusammengebracht. Also wir haben Foto, wir haben Film, wir haben natürlich Plakatdesign, wir haben Typografie, wir haben Website-Design. Also es ist halt sehr breit gefächert. Illustration, also ich bin jetzt halt mehr Film und Fotografie, deshalb gibt es natürlich noch viel mehr. Aber das sind, glaube ich, so die Kerndisziplinen. Und man kann sich einfach schauen, was einem gefällt. Man kann dann alles mal reinschauen, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist. Und für mich war es auf jeden Fall so das perfekte Studium. Ich sehe ja heute was noch am Tag so passiert. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, aber warum überhaupt Kommunikationsdesign? Ich hatte überlegt, okay, was will ich eigentlich studieren? Ich komme aus Flensburg, also ganz aus dem Norden von Deutschland. Ja, hier, Flensburger. Und dann hatte ich überlegt, ich will gerne in eine größere Stadt. Berlin ist da natürlich irgendwie eine logische Wahl. Und dann habe ich geschaut, was gibt es hier so zu studieren. Ich hatte überlegt, was mit Film und bin dann irgendwann auf Kommunikationsdesign gestoßen. Das klang ganz cool und habe mich ehrlich gesagt vorher gar nicht mal so krass informiert, was man da genau macht. Ich habe nur gesehen, geil, man kann fotografieren, geil, man kann filmen, noch ein bisschen digitale Medien und keine Ahnung, Plakatlayout. I'm in. Und ehe man sich versehen hat, war man hier in Berlin und der erste Unitag ist losgegangen und es war so ein bisschen unsicher alles und ja, aber geiles Studium. Okay, ich schau mal so raus, aber das Wetter sieht so semi-geil aus. Also glaube ich aber trotzdem, dass wir mit dem Fahrrad fahren können. Auf geht's! Ohne Witz, ne? Nextbike ist ja in unser Semesterticket mit drin. Und es ist einfach das Geilste überhaupt. Weil man kann einfach überall sich ein Fahrrad ausleihen und ich muss mich nicht darum kümmern, dass wenn ich mal Platz habe oder so. Ideal. Easy. Also, let's go! So, kurze Planänderung, wir haben noch eine Freundin getroffen. Emmy ist auch dabei und jetzt geht's weiter zur Uni. Okay, wir sind in der HTW und jetzt geht's direkt in den ersten Kurs in Truly New Bauhaus. Das ist ein Kurs, in dem es um neue Technologien geht und Anwendungsfälle dafür zu finden. Prinzipiell geht es einfach darum, denkt mal so, wie könnte die Welt in 5 Jahren aussehen und was für Technologien könnten da in den Alltag Einzug erhalten haben. Und wir versuchen halt aus dem Alltag diese Installation oder sowas jetzt schon zu sehen. Okay, wir probieren jetzt gerade die Muse 2 aus. Das sind solche EEG-Headsets. Die messen live deine Gehirnströme. Bruno trägt auch gerade eins und das sind da live seine EEG-Ströme, die gerade ankommen. Und das ist total crazy, dass wir da live dann das quasi sehen können. Und wir überlegen uns jetzt quasi, was können wir damit machen? Können wir damit irgendeinen Anwendungsfall finden? Können wir uns damit eine Installation ausdenken? Wie können wir mit dieser Technologie irgendwas machen, was greifbar ist und interessant ist? Jetzt geht es an einen der coolsten Räume hier an der HTW. Wir können nämlich als Studierende uns das Fotostudio mieten, kostenlos, und können da Bilder drin machen. Und ich brauche dringend Bilder von einem Projekt von mir für mein Portfolio und das schauen wir uns jetzt an. Das ist das Fotostudio. Ich glaube, der coolste Raum in der Uni. Hier können wir jederzeit hingehen, können wir den mieten und können Bilder machen von unseren Projekten. Und ich brauche Bilder von meinem Buch und das machen wir jetzt. Das ist es, was wir heute fotografieren. Das ist eine Bucharbeit aus dem 2. Semester. In Typografie ist das entstanden, also noch im Grundsemester. Und das fotografieren wir jetzt fürs Portfolio. Als nächstes drucken wir Bilder aus, auf ins Druckstudio.
Die Datei ist hochgeladen, jetzt drücken wir gleich auf Drucken und dann ist hoffentlich das eine Foto, das ich in einem Fotoprojekt gemacht habe, auf Papier ausgedruckt in DIN A2. Drücken wir die Daumen. Okay, wie wir in Norddeutschland sagen, haben wir jetzt echtes Schiedwetter, aber es macht nichts, weil jetzt ist Mensa-Pause und wir gehen jetzt erstmal rüber dahin und mal schauen, was es heute zum Mittag gibt. Okay Leute, wir holen uns einen Brownie, weil die Brownies sind hier einfach das Beste überhaupt. Okay, Essen ist geholt und jetzt erstmal guten Appetit. Okay, das Wetter ist zwar immer noch nicht so geil, aber ich muss euch trotzdem den Ort hier zeigen. Das ist nämlich, wir haben einfach einen eigenen Strand bei der Mensa. Und gut, ich gebe zu, jetzt ist halt wie gesagt nicht geil, aber im Sommer ist das hier einfach der beste Place, weil wir sind halt direkt an der Spree. Mega cool. Okay, jetzt sind wir auch in einem richtig coolen Raum. Das ist nämlich der Makerspace. Wenn man eine Idee hat oder irgendwas handwerklich umsetzen muss, kann man hier mal hingehen und sich Hilfe holen von Leuten, die wissen, was sie tun. Und wir drucken jetzt noch, nee, wir drucken nicht, wir schneiden jetzt noch ein kleines Schild für unser Buchprojekt, das wir gerade eben fotografiert haben. Jetzt ist noch ein bisschen Freizeit, also gehe ich ins Atelier und arbeite noch ein bisschen an meinen Bildern rum und bearbeite die noch ein bisschen. Atelier, mega cooler Raum, da können wir jederzeit einfach hinkommen und entspannen und eigentlich trifft man da auch immer jemanden. Okay, Uni ist vorbei und jetzt geht's auf den Ostblock ein bisschen bouldern. Also, auf geht's. Erstmal Abendbrot, Leute. Yeah. Okay, dann lass uns loslegen. Ich bin zwar ein blutiger Anfänger, aber es macht übrigens Spaß. So, das war der Tag, Kommunikation zu sein. Ich kann das Studium wirklich jedem empfehlen, der irgendwie gerne kreativ ist, gerne mal Sachen ausbildet, aber noch nicht so hundertprozentig weiß, was denn jetzt eigentlich das Richtige für ihn ist. Und ansonsten hoffe ich vielleicht, das sieht man sich ja im Studium und macht's gut.